Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir fangen heute an auf meinem Main, denn hier gibt es ein paar coole Neuigkeiten. Und zwar, wenn wir mal einen Blick in die Ehrenhalle riskieren, dann sehen wir, dass ich schon zu den Top 10, ja, oder besser gesagt zu den besten 9 schon ein bisschen aufgeschlossen habe. Ich war gestern sogar auf Platz 9 gewesen. Und ja, ich habe es jetzt so langsam geschafft, mich ja, in die besten Ränge des Servers zu integrieren hier. Und ja, so ein bisschen verwirkliche ich ja so langsam dieses Projekt Road to Platz 1. Ja, es kommt immer näher. Und ich denke mal, wenn ich da noch weiterhin immer so aktiv am Ball bleibe, wie ich es bisher getan habe, dann könnte es gut sein, dass wir hier wirklich ganz gute Fortschritte machen können. Ich hatte ja in letzter Zeit immer den Smudo hier abgefarmt gehabt. Ja, die meisten Kämpfe gewinne ich. So, es gibt noch viele, die ich halt verliere. So, ich glaube, jetzt habe ich mein Farm-Equipment. Ja, jetzt habe ich mein Farm-Equipment angehabt. Eine ganz tolle Wurst. Ja, also ich sag mal so, es ist zwischen ihm und mir ist es so 60-40, so würde ich mal so tippen. Ja, viele Kämpfe gewinnt er, viele gewinnen aber auch ich. Und das Ding ist, ich verliere aber auch nicht so viel an Ehre, so, ne? Und gewinne aber relativ viel, ne? Weil er noch immer relativ viel mehr Ehre hat als ich. Mit dem Crit raushauen, okay, das ist natürlich Vorführeffekt jetzt wieder am Start, das ist natürlich ganz klar, ne? Aber ansonsten habe ich mich ja jetzt hier nicht in letzter Zeit so hoch gekämpft und das eigentlich nur mit Free Tries. Ich hau jetzt nur mal ein, zwei Pilze raus hier im Video, um mal zu zeigen, ja, dass es doch mehr als möglich ist, so, ne? Und ja, im Prinzip 2 Crits, dann liegt er auch schon hier, ne? Und ich konnte mich schon ein bisschen höher farmen. So, ansonsten, wie gesagt, das ist eigentlich mein Hauptgegner momentan hier auf dem Server. Und alle anderen Kämpfe, ja, ach Mensch, es sind noch ziemlich random. Ich hatte hier jetzt schon ein paar Mal versucht, bei der Drachenhexe hier schon anzugreifen, aber das ist einfach 50-50. Das ist Magier gegen Magier, wer krittet zuerst. Und ja, wenn ich jetzt nochmal kritte, dann ist vorbei, dann habe ich gewonnen. Wenn sie jetzt kritten würde, dann würde sie gewinnen hier. Und ja, da sind wir jetzt schon fast hier auf dem Niveau, wo die anderen beiden hier über mir sind. Jetzt bräuchte ich quasi nur noch einen Kampf gewinnen und dann bin ich schon auf Platz 9 sozusagen. Ne, wir können nochmal einen Kampf gegen Smudo machen hier. Ja, vielleicht kriegen wir da nochmal jetzt nochmal einen Crit raushauen. Ah, da hat er auch gekrittet. Ja gut, ja, aber es ist ziemlich knapp auf jeden Fall. Wir gucken nochmal hier rein und ja, ich versuche auf jeden Fall... Ah, okay. Oh, sie krittet auch nicht, okay. Ja, aber so gleich auf sind wir auf jeden Fall, ne? Also es ist komplett random. Also wer hier zuerst, Licht an, wer hier zuerst den Crit raushaut, der gewinnt bei einem Magier-Battle nun mal. Das ist nun mal so der Fall. Und ja, das ist so die Sache dabei. Das heißt, ich bin hier in diesem Bereich zwischen Platz 10 und... ja, Platz 10 und Platz 1 eigentlich fast so. Und es kommt darauf an, wie viele Kämpfe man gewinnt. Ich weiß nicht, wie hoch meine Chancen hier gegen Sir Webster sind, so, ne? Das ist nochmal die andere Frage, aber ich sag mal so zwischen ja, Platz 2 und Platz 10, das sind alles Kämpfe, die sind komplett random, ob man die jetzt nun gewinnt oder nicht. Das ist eine 50-50 Chance so fast, ne? Können noch mal einen Versuch machen und dann, ja, meine beste Platzierung übrigens. Alter, da habe ich nicht mal gekrittet. Also, ja gut, Drachenhexe auf jeden Fall ein Gegner, an den ich mich auch hochziehen könnte. Jetzt bin ich hier auf Platz 9, ja. Und, meine beste Platzierung auf dem Server war, glaube ich, Platz 8 mal gewesen, ne? Aber es ist schön zu sehen, dass zum Beispiel der Spieler hier, was ein richtig heftiger Goldspieler ist hier, ne? Also Respekt an der Stelle, also Grüße gehen da raus an der Stelle. Das sind schon heftige Werte. Ja, wo man immer gedacht hatte, die sind hier auf Platz 1 auf dem Server, da wird man niemals rankommen irgendwie. Und jetzt ist man schon so langsam in der Position, wo man sagen kann, jo, jetzt spielt man schon so langsam da oben mit, ne? Und das, muss ich sagen, das motiviert mich irgendwie noch mehr, auf dem Server noch mehr Gas zu geben, so, ne? Und ja, das werde ich auch definitiv in Zukunft tun, ja? Und wir sind jetzt hier bei den Pets jetzt nebenbei mal so angemerkt. Hier habe ich mein erstes Pet gestern
oder mein erstes Pet-Habitat auf 4000 gebracht, also auf das Maximale. Hier, jetzt habe ich hier keine, ja, kann ich nicht mehr füttern, kann ich nichts mehr anfangen mit den Früchten hier, außer die früher oder später zu Tränken umwandeln, so, ne? Das ist das Einzige, was man noch damit machen kann. Ansonsten sind wir mit dem Feature hier, Pets, nämlich so weitestgehend schon durch, tatsächlich, ja. Krass, hätte ich auch nicht gedacht. Feuer, das erste, ja, Habitat hier so, oder das erste Element, was wir hier durchhaben, ganz nice auf jeden Fall. Und brauchen wir uns dann auch keine Sorgen mehr weiterhin drum machen, so, ne? Ja, hier jetzt so eine einstellige Zahl da vorne zu sehen, ist schon sehr, sehr cool. Und ich kann euch versprechen, wenn es wieder ja, demnächst irgendwelche legendären Dungeons geben sollte oder irgendwelche neuen Features, an denen man sich ein bisschen bereichern kann, um seinen Charakter stärker zu machen, dann werde ich die auf jeden Fall auf diesem Server nutzen. Dann ich möchte auch auf lange Sicht gesehen hier auf dem Server auch oben mitspielen. Das ist natürlich klar, weil es ist natürlich auch mein Main-Server und mein Main-Account und das ist, ja, da steckt am meisten Arbeit, am meisten Zeit, am meisten Geld auch drin. Und deswegen möchte ich den natürlich auch ganz oben ja, mit dabei haben. Alle anderen Accounts, die ich momentan habe, zum Beispiel der Battle Mage, das ist ja der, den ich noch einigermaßen gut bespiele, ne? Obwohl ich da jetzt so auch nicht viel an Tryhard-mäßig Geld ausgebe, sondern einfach nur dafür Geld ausgebe für halt die alltäglichen Sachen, die man da machen muss, ne? Alu, Greif, Glücksrad. Das sind so die drei ja, Geldsäulen, die ich dafür ausgebe, mehr ja nicht. Und das reicht dort schon, um oben mitzuspielen. Nicht ganz oben mitzuspielen, dafür reicht es dann wiederum nicht auf dem Server. Ne, das ist klar, da ist es ja, dafür muss man dann halt noch mehr investieren. Habe ich aber, oder möchte ich nicht auf dem Server. Ich möchte wirklich nur einen Server haben, wo ich ja, sehr weit oben mitspiele und das ist halt mein Main-Server, ne? Verständlicherweise natürlich. Ne? Ja, wir können noch mal einen Try gegen ihn machen. So, dann würden wir vielleicht nochmal Platz aufsteigen, dann würden wir vielleicht auf Platz 8 sein. Wir können auch noch versuchen, die hier oben zu besiegen. So, meine eigenen Gildenmitglieder möchte ich ungern angreifen. Ja, aber das ist jetzt schon alles ziemlich randommäßig und ziemlich schwierig momentan. Wir können mal versuchen, Sir Webster. Ich glaube nicht, dass wir Ehre großartig verlieren, wenn wir ihn mal hier einmal testensweise ausprobieren. Aber auch hier, 2 Crits. Digga, 2 Crits. Und dann ist hier der Sir Webster auch down. Das ist ziemlich heftig, muss ich sagen. Und ich finde das so krass zu sehen. Ich finde das so heftig, dass es jetzt tatsächlich möglich ist. Das, was eigentlich mein Ziel seit langer Zeit war und mein Antrieb, sag ich mal, irgendwann mal Platz 1 auf dem Server zu sein hier. Und dass ich diesem Traum jetzt wirklich so nahe komme, finde ich schon sehr, sehr krass. Dass ich jetzt tatsächlich einfach hier ganz oben mitspielen kann und wenn ich möchte, könnte ich auch jetzt Platz 1 belegen. Das wäre in der Theorie möglich, wenn ich jetzt genug Pilze dafür ausgebe und die ganze Zeit Platz 1 abfarme und mich dann künstlich an ihm hochfarmen würde, sodass ich dann halt Ehre farme, so, ne? Könnte ich jetzt machen, aber ich möchte mich, und das ist halt das, was ich noch nie gemacht habe, die ganze Zeit, wo ich mich an den anderen Gegnern hier hochgekämpft habe. Papa Duff war ja jemand, das war so eine Zwischenstation gewesen, wo ich lange Zeit unter ihm war und weil er ja so viel Ehre gefarmt hat, konnte ich mich dann gut an ihm hocharbeiten und das habe ich halt niemals gemacht und mich durchgespammt mit Pilzen, damit ich hier 200 Ehre, 200 Ehre, 200 Ehre, 200 Ehre. So, dann kannst du Platz 1 über Nacht schaffen. So, oder du kannst dich zumindest über ihn katapultieren. Da, wo der Osman jetzt steht, da stand ich ganz lange Zeit und habe den Papa Duff immer angegriffen, so, weil der Ehrenabstand so heftig ist. Und das habe ich jetzt die letzten Monate gemacht und habe mich dann über ihn gearbeitet. So, und dann war der Smudo der nächste, wo ich mich dann dran festgebissen habe und mich dann immer weiter hochkatapultiert habe. So, bis ich dann irgendwann so viel Ehre habe, dass ich hier mit den anderen, weil der Smudo spielt schon in der Liga mit den anderen hier überall, dass ich mich da so hoch, gebissen habe, dass ich mit den anderen hier schon mithalten kann. Jetzt bin ich hier oben und jetzt könnte ich tatsächlich auch noch durchspammen bis auf Platz 1.
Möchte ich aber nicht. Ja, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe und was ich damit sagen will, ist, ich habe immer alle 10 Minuten mal einen Angriff gemacht, ja, und das dann auf diese Art und Weise gemacht und mich nicht über Nacht auf Platz 1 hochkatapultiert, nur damit ich am selben Tag dann noch von Platz 1 dann wieder runtergeschmissen werde. Ich möchte auf diesem Server hier langfristig ganz oben mitspielen, wenn es geht, auf Platz 1. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass ich noch ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, weil wenn wir uns den Typen hier ansehen und seine Runen und sein Equipment, dann sieht man hier, der hat zum Beispiel den Arena Manager schon sehr, sehr stark ausgebaut, wenn er hier so ein Equipment am Start hat, so dann sieht man, dass er sein Equipment auch ein paar Mal mehr verbessert hat als ich. Hier ist so 10 bis 11 Mal verbessert. Ich habe mein Equipment alles 9 Mal verbessert. Das sind auch noch Sachen, wo man sich verbessern kann. Es ist nur die Frage, wie viel Geld möchtest du jetzt wirklich investieren, um ganz oben da mitzuspielen und was ist überhaupt, ja, was lohnt sich am meisten oder wo sollte man am besten sein Geld für ausgeben, um oben mitspielen zu können. Sollte man jetzt hier zum Beispiel wie beim Epic-Event sein Geld dafür ausgeben, um im Waffenladen die ganze Zeit zu blättern, ja, um nach irgendwelchen Epic-Waffen zu blättern, die man dann zerlegen kann. Ne? Das Ding ist aber auch, diese ganzen Epic-Waffen, oha, gleich 2 Epics auf einmal, diese ganzen Epic-Waffen, die man findet, die kosten auch alle 10 Millionen Gold. Und das ist wiederum ein Skillpunkt. Und das ist so ein Thema, wo viele noch nicht großartig weiter wissen, was jetzt nun die bessere Variante ist. Ist es jetzt nun besser, sich großartig Epics aus dem Shop zu kaufen, die alle 10 Millionen kosten oder so, an Waffen, nur um dann dementsprechend die Kristalle zu bekommen, um sein Equipment dann zu verbessern? Oder sollte man lieber die Waffen sein lassen und spart sich dafür die 10 Millionen und steckt dies dann langfristig in seine Attribute rein? So, ab einem bestimmten Punkt lohnt es sich halt nicht mehr großartig nach Waffen zu blättern und jeden Tag 5-mal seine Gegenstände zu zerlegen oder jetzt zu diesen Events halt 15-mal, ja, weil diese Punkte, die man da bekommt durch diese Verbesserungen, immer weniger werden für das, was man halt ausgeben muss an Splittern, ne? Und deswegen sind da viele halt noch nicht so dermaßen weit oder haben jetzt so eine krassen Verbesserung und ja, ich sag mal so, wenn ich alles 11 Mal verbessert habe, dann bin ich, denke ich mal, erstmal zufrieden und dann kann ich auch mit den anderen mithalten und ab da muss ich dann gucken, also da werde ich dann nicht mehr großartig irgendwie, das mache ich ja sowieso schon nicht und das ist mir auch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen, extra nach diesen ganzen Waffen zu blättern jedes Mal und ja, das ist so, ja, das sind so meine Pläne, das sind so meine Gedankengänge momentan, die ich so habe, ne? Ihr seht, es ist momentan alles möglich auf dem Server und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Zum Schluss nochmal ein kleiner Fun-Fact. Ich habe hier ja meine Valentinstagskette, ja, ich könnte 2 Gold dafür bekommen, wenn ich die jetzt in den Kessel schmeiße. Ja, war ja gestern Valentinstag, wenn man den Code eingegeben hat, Valentin21, dann hat man einen Free Epic bekommen, ne? Sollten ja alle von euch gemacht haben, hoffentlich, hatte ich ja vorher angekündigt gehabt. Also kann mir keiner hier irgendwie anschuldigen, ich hätte euch nicht rechtzeitig informiert, ja. So, kleiner Funfact, das Ding kann man mit Sockel bekommen, ne? Man kann es mit Sockel bekommen, wenn man viel Pech hat, dann hat man es ohne Sockel, ne? Ich spiele auf 4 Servern. Epic Nummer 1 ohne Sockel, Epic Nummer 2 ohne Sockel, Epic Nummer 3 ohne Sockel, Epic Nummer 4 ohne Sockel. Ich glaube, das Spiel will mir irgendwas sagen. Ja, das Spiel versucht mir hier künstlich Steine in den Weg zu werfen. Ja, ich werde sie aber nutzen, hochstemmen und damit ja, sie zurückwerfen. Gut, so viel dazu. Gut, ja, das soll es dann aber auch soweit gewesen sein. Wir können ja noch mal ganz kurz, bevor wir hier die Folge beenden, ganz kurz, wie gesagt, ich habe das Video heute ja noch mal aufgenommen am Epic-Event-Tag und ihr seht die Videos halt dann immer einen Tag später, ne, weil ich ja dann immer an einen Tag aufnehme und am nächsten Tag das Video hochlade. Logisch, ne? Deswegen seht ihr das immer einen Tag später. Können wir ja nochmal hier das Event nutzen. Vielleicht haben wir nochmal Glück am letzten Tag und ziehen nochmal gute Würfel hier. Aber es sieht nicht so gut aus. Auf meinen Main muss ich sagen,
ist das jetzt bisher das Höchste, was ich bekommen habe. Ich habe kein einziges Mal 5-mal Kristalle bekommen. Das wäre ziemlich heftig gewesen, weil das scheppert schon ordentlich rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hätte ich gerne vor allen Dingen gerade auf meinem Main gesehen, weil da ich halt die Splitter besonders gut gebrauchen kann. Habe sie dort leider nicht bekommen. Ja, kann man nichts machen. Aber ja, ist nun mal so. Ne? Da kann man denen ja auch nicht großartig dann hinterher rennen. So, ich muss mal gucken. Ich habe hier auf mein Battle Mage habe ich hier gar nicht mal so gute Ressourcen momentan. Ja, weil ich lange Zeit ja die Schatzkammer ausgebaut habe. Und jetzt habe ich tatsächlich in diesem High-Level-Bereich immer noch Probleme, jetzt meine Ressourcen für die Mine zusammenzubekommen. Das ist natürlich ziemlich bitter, kommt aber auch ein Stück weit daher, weil ich meine Ressourcengebäude auf dem Account hier nicht großartig ausgebaut habe. Die sind auf 17 oder 15, da kann nicht viel zusammenkommen. Und ja, deswegen ist das natürlich ein bisschen RIP an der Stelle. Ne? So, wir gehen nochmal die restlichen Server schnell durch hier. Zumindest nochmal im Würfelspiel. Hoffen natürlich auf ein paar Kristalle. Das wäre natürlich Jackpot. Ich habe kein einziges Mal auf den 4 Accounts, kein einziges Mal 5-mal, das brauche ich hier nicht, 5-mal Kristalle bekommen. Das ist sehr schade. Dafür hatte ich beim letzten Event, ja, Sanduhren stehen im Kopf-Event. Das brauche ich überhaupt nicht, Gold hier. Da hatte ich einmal, glaube ich, 5-mal Sanduhren gehabt. Bin ich mir, glaube ich, ja doch, ich glaube, sogar im Livestream hatte ich das bekommen. Da hatte ich einmal einen Jackpot gelandet mit den Sanduhren, mit den Kristallen aber leider nicht. Und die Kristalle, ja, hätte ich so gerne auf meinen Main gehabt, dass ich da ein paar schöne Kristalle bekomme, um mein Equipment dementsprechend noch ein bisschen zu verbessern, ne? Aber ja. So, die letzten Rules vom Event und bisher immer noch kein einziges Mal 5-mal Kristalle. Gut, dann soll es so sein. Ja, gut, dann soll es so sein. Das war's dann soweit von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Road to Platz 1 ist im vollen Gange und ihr werdet da auf jeden Fall, denke ich mal, in nächster Zeit noch ein bisschen mehr von mir sehen, hier oben. Ne? Wir sind fast nur Magier hier, ausschließlich fast nur Magier in den Top 10 hier. Ein Krieger, zwei Krieger, ein Kundschafter und der Rest Magier hier oben. Das ist ziemlich krass. Und ja, ich bin gespannt, wo mich die Reise hier auf dem Server noch hinführen wird. Ich kann euch schon mal so viel sagen, ja, wenn der nächste Legendary Dungeon kommt, da werde ich auf jeden Fall versuchen, noch diesen Gegenstand hier auszufüllen, so, weil das ist halt kein Legendary und eine legendäre Waffe brauche ich halt nach wie vor immer noch. Und ja, demzufolge muss ich halt beim nächsten legendären Dungeon gucken, dass ich da ein bisschen Geld in die Hand nehme, um dann diese 2 Slots hier noch auszufüllen. Ne, vor allen Dingen der hier, da möchte ich halt eine gute Spanne haben mit eine legendäre Waffe mit einer guten Spanne. Das wird, denke ich mal, am teuersten werden, weil erstmal eine legendäre Waffe finden ist halt schon ziemlich schwierig, weil du kannst halt auch alles andere bekommen. Dann musst du auch noch eine gute Spanne haben, also das wird ziemlich kritisch, glaube ich. Und ja, dann halt die Mütze noch, ne? Das ist halt das Item, was mir noch gefehlt hatte von den Runs, die ich bisher durch habe. Hier, ja, hat mir immer das Mützchen gefehlt, so, ne? Und das ist halt, ja, ein bisschen schade, ne? Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. So, das sind nämlich auch nochmal gute Attributpunkte, die mich auch hier auf dem Server weiterbringen. Ja, ihr merkt, ich bin komplett motiviert, auf jeden Fall hier noch weiter durchzupushen, durchzudreschen, damit ich hier noch ein bisschen was erreiche auf dem Server, um dann vielleicht auch eines Tages in der internationalen Ehrenhalle ein bisschen mitzuspielen. Ne? Wir können mal gucken, irgendwo hier unten müsste ja mein Server sein. Muss ich mal schauen hier. Wo sind wir denn? Sind wir in den Top 100? Ich glaube, ich habe es schon verpasst. Warte mal, S31. S30? Nee. S32. Also unser Server ist jetzt auch nicht so stark, muss ich sagen. Hier ist S32. Ich glaube, S32 ist deutlich, was aber auch schon bitter ist irgendwie. Ist, glaube ich, deutlich über unserem Server. Wo sind wir denn? S31? S32? Nee. Hier ist S30.
Ich finde es gerade nicht. Doch, hier, Teufli, hier auf Platz 95. Da sind wir. Ja, und anhand von S32 ist auf Platz 58 und wir sind auf Platz 95 mit S31 und das ist halt S32. Der Server kam halt ein bisschen später raus dann. Da sieht man schon, dass unser Server halt auch jetzt nicht so stark ist. So, ne? Und ja, ganz gut aber für mich, dann brauche ich weniger investieren, ne, und kann mich halt trotzdem versuchen hochzukämpfen. Gut, jetzt habe ich euch wirklich genug voll gelabert. Hier sehr langes Video heute, aber ich denke mal, vielleicht gefällt es euch mal auch mal ein bisschen was Längeres von mir. Das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.